it's so boring here. Good evening, creatures cloaked in night. Welcome to the lair of the full moonlight. Check your soul at the attic door, or lose your way forever in the nevermore. Hear echoes wail and phantoms play, where wits are sharp and shadows sway. It's wickedly wild and oh so fantastic, where wraiths and mortals rock the attic, 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 rock the attic. We rock all night while the living sleep. Pray to the moon, our souls will keep. Fly into the night on the wings of our friends that float evermore. We will all transcend. Rock the attic, dance with the night. Shadows whisper, flames ignite. Ghosts are grooving, spirits in flight. Rock the attic to the morning light. Rock the attic. 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 Basking under moonlight is when I feel carefree, as if nothing in this world could ever bother me. Letting go of reality's stressful fate, floating in the universe's starry embrace. So come now and float way up high into this realm under the billion-year night. It's wickedly wild and oh so fantastic, where ghosts and mortals rock the attic. Another endless night on the borders of Nevermore. The shadows whisper, the clock stopped ticking, and even the ghosts are yawning. How dreadfully boring. So hear me now, wanderer of dreams. From the dust of faded wishes and the embers of sleep, I invite you. Was ist denn hier los? Welcome to my heavenly slice of the Nevermore. Can I get you anything to drink? A tasty beverage to calm the old nerves? Oh ja, wenn ich so gefragt werde, ich nehme eine Cola. Ah, Sie sprechen dann Deutsch. Sprechen Sie auch Deutsch? Ich kann ein bisschen Deutsch. Ja, das macht nichts. Ich habe es vor langer Zeit verlernt, aber vielleicht heute habe ich ein bisschen die Möglichkeit, mit Ihnen zu üben. Natürlich, ich gebe Ihnen gerne etwas zu trinken. Was möchten Sie denn? Gerne eine Cola. Wow. Bitteschön. Ich hoffe, es ist kalt. Vielen Dank. Was ist das für eine Cola? Ich kenne das nicht. Ein Zero. Was bedeutet das? Zero heißt kein Zucker. Ah, kein Zucker. Wo ich damals noch auf die Welt war, alles war total voll mit Zucker. Zucker war damals ein Luxus. Zucker war Reichtum. Zucker war Prunk. Ja, es war damals ein bisschen anders. Aber ja, jetzt sind Sie bei uns zu Gast. Sie können vielleicht die Publikum nicht sehen, aber Sie sehen Sie. Und ich hoffe, dass Sie sich bei uns wohlfühlen. Vielen Dank, ja. Sie haben eine Gitarre. Ja, ich war plötzlich hier und genau mit der Gitarre in der Hand. Die habe ich jetzt auch dabei. Ja, ich spiele gern Gitarre. Ja, das ist doch wunderbar. Es ist eigentlich interessant, weil unser Gastgeber, der hier wohnt, der noch lebt, der sammelt auch Gitarren, wie ich sehe, da an der Wand. Hat noch so ein paar interessante Instrumenten. Manchmal ich hocke hier und ich schaue sie mir einfach an, weil ich kann sie natürlich nicht mehr anfassen. Aber Sie dafür. Ja. Spielen Sie doch etwas für uns. Oh, ich spiele was. Sehr gerne. Was spielen Sie dann für uns? Ich spiele ein Lied, das heißt Der Dritte. Um was geht es da? Das ist ein Antikriegssong. Oh, das tönt gut. Ich kenne auch, also viele von den Anwesenden hier, die sind auch in verschiedene Kriege gefallen. Das wird denen wahrscheinlich sehr gefallen. Machen Sie mal. Ich spiele es. Ja, es ist schade, dass man Antikriegssongs braucht im Jahr 2025, aber... Ach, es ist schon 2025. Ja. Oh, krass. Ja, bei uns geht die Zeit ein bisschen anders. Bei uns hier die ewige Nacht mit dem Mond und die Fledermäuse. Wir haben nicht mehr so ein Zeitgefühl, wissen Sie.
Ja. Aber ja, also noch so gerne. Bei uns ist das immer so ein bisschen langweilig. Ich versuche es weniger langweilig zu machen. Sehr gerne. Hier ist der dritte. Der dritte Weltkrieg wird nicht schön. Da könnt ihr unsere Raketchen fliegen sehen. Und mit mehreren lauten Knallen geht dann alles Fall auf Fall. Der dritte Weltkrieg wird nicht schön. Der dritte Weltkrieg, er wird laut. Da musst du nicht mehr Fernsehen schauen. Uns fehlt dann Wasser, Brot und Strom. Von Stock und Stein erzählen sie schon. Der dritte Weltkrieg, er wird laut. Boom, 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 boom. Boom, bang, boom, boom. Sind wir denn so dumm? Dann fallen wir alle um. Der dritte Weltkrieg wird kein Spaß. Da fackeln wir endlich die ganze Bude. Da sprengen wir unseren Planeten, gehen zurück in den Garten. In der dritte Weltkrieg wird kein Spaß. Der dritte Weltkrieg wird kein Fest. Und was sich jetzt schon sagen lässt, an diesem Tag, da wackelt dir die Bude. Und uns als Menschheit kommt zugute, dass dann endlich Ruhe herrscht. Dass dann endlich Ruhe herrscht. Jetzt fehlt nur noch ein großer Mann, der das kleine rote Knöpfchen drücken kann. Boom, 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 boom. Boom, bang, boom, boom. Sind wir denn so dumm? Dann fallt ihr alle um. Boom, 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 boom. Boom, bang, boom, boom. Ja, sind wir denn so dumm? Dann fallen wir alle um. Boom, bang, boom, boom. Fallen wir alle um. Das ist sehr, sehr geil. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich den Text könnte, würde ich das sofort mitgrölen. Was ist übrigens Ihr Lied? Also wenn Sie so ein Lied haben, das Sie so immer mitsingen würden, was wäre der? Oder auf der Bühne oder im Publikum? Ich glaube, es gibt viele, viele gute Songs. Aber nennen wir einen. Und wenn ich einen direkt jetzt in den Kopf kriegen würde, ist es You Can't Always Get What You Want. Ah, ja. Und Sie reden vorher vom Dritten Weltkrieg. Wo ich noch lebte, gab es noch nicht mal die Zeit. Also ich habe ein bisschen von dem gehört in der ewigen Nacht. Das war scheinbar sehr schlimm, aber ich war natürlich nicht da. Wie lange ist das denn her? Der Dritte Weltkrieg? Ja. Ja gut, der ist schon einiges her. 2025. Und jetzt ist die Frage, von wann man wegrechnen will. Aber Also Sie meinen, der Dritte Weltkrieg läuft in dem Sinne schon natürlich. Wie soll ich das verstehen als Nicht-Sterblicher? ja, der Dritte Weltkrieg ist natürlich ein Szenario, was hoffentlich niemals passiert. Aber wir haben natürlich momentan an vielen, vielen Stellen auf der Welt Kriege. Mehr Konflikte, als es eigentlich lange Zeit gab. Und von daher kann man schon Angst haben, dass dieser Dritte Weltkrieg ausbricht. Was wir nicht hoffen, wahrscheinlich. Das ist auch ein sehr starkes Thema, von einem Dritten Weltkrieg zu schreiben. Was berührt einem, so einen Text zu komponieren, wenn man das so auf Deutsch sagt? Entschuldigung, das ist nicht meine Muttersprache. Irgendwann war die Melodie und auch ein Stück des Textes da und es war ja gerade Krieg auch in Europa ausgebrochen und ich habe dann mich dafür entschieden, den Song zu schreiben. Und welcher Krieg ist ausgebrochen, das Sie dazu inspiriert hat? Hauptsächlich leider der in Europa, in der Ukraine laufende Krieg. Ah, okay. Ja, das ist, im Moment, wir sehen auch immer wieder hier in die ewige Nacht Menschen, die immer wieder hier raufkommen und natürlich umso mehr Menschen, also Geister, Seelen, für uns zum Musik machen, für in die ewige Nacht tanzen, aber natürlich sind sie dann nicht mehr bei euch, oder? Und es sind natürlich Sachen, die man nach dem Leben nicht mehr machen kann, oder? Also man ist da ein bisschen eingeschränkt, dann immer mehr, oder? Also man lebt ewig und man macht einfach sein Ding, aber ja, es ist langweilig, oder? Ich kenne das Leben als Geist natürlich nicht so gut, aber was Kriegsszenarien betrifft, ist es natürlich eine der Schreckensszenarien, dass es Menschenleben beendet. Und, aber genug über so trostlose Themen. Haben Sie etwas vielleicht ein bisschen Fröhlicheres, das Sie vielleicht uns besingen möchten?
Ja, ich spiele den Besserwisser-Mensch. Das tönt sehr interessant. Legen Sie doch los. Du hast die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Yes. Ich hoffe, es scheint nicht zu vermessen. Ich bin ständig zu bitten, mein Wissensdefizit zu kitten, mich einmal aufzuklären, meine Wahrheit zu vermehren. Du bist so erleuchtet und erhaben und du kannst zu allem etwas sagen. Übungen, Argumenten, geballte Wissenskraft gibt's zu verschenken. Der letzte Wissende auf Erden, dagegen können wir uns nicht wehren. Wär ich nur, ich wünschte so, ich wäre so wie du. Wär ich nur, so ein Besserwisser. Wär ich nur, ich wünschte so, ich wäre so wie du. Wär ich nur, so ein Besserwisser. Du hast zu allem die Lösung schon gefunden und für dich dauert's nur Sekunden für Stunden. Lass uns an deinem Know-how laden, mit den Gedanken übertragen, deine philosophischen Ergüsse, wir sie gerne alle wüssten. Du bist der letzte Wissende auf Erden, so wie du. Wir immer alle werden das Orakel Science-Berater. Dass du das bist, das war doch eh klar. Der letzte Wissende auf Erden, gegen können wir uns nicht wehren. Wär ich nur, ich wünschte so, ich wäre so wie du. Wär ich nur, so ein Besserwisser. Wär ich nur, ich wünschte so, ich wäre so wie du. Wär ich nur, so ein Besserwisser. Wär ich nur, ich wünschte so, ich wäre so wie du. Wär ich nur, so ein Besserwisser. Wär ich nur, ich wünschte so, ich wäre so wie du. Wär ich nur, ein besserer Mensch. Das gibt viel zu nachdenken. Wunderbar. Und jetzt, ich habe eine Frage an Sie. Sind Sie eine Besserwisser? Ich hoffe nicht. Über mich ist das Lied nicht geschrieben worden, aber vielleicht bin ich manchmal auch ein Besserwisser. Sind wir das nicht alle manchmal. Aber wie heißen Sie eigentlich, wenn ich fragen darf? Ich heiße Maggis. Maggis. Interessanter Name. Ist das ein Spitzname? Das ist ein ganz alter Spitzname. Ah, okay. Von woher aus? Ich nehme an Deutschland oder? Ja, ganz genau. Ja. Und ja, ich kann nicht ganz genau sagen, wann er irgendwie und warum er genau entstanden ist, aber irgendwann, als ich ungefähr so 13 Jahre alt war, ab da haben mich die Leute Maggis genannt. Und das hat sich so bei den Freunden rumgesprochen und irgendwann hatte ich den. Und als ich dann drüber nachgedacht habe, wie meine Band heißt, dann wusste ich lange nicht, was mache ich, und dann habe ich gesagt, ich nehme meinen alten Spitznamen. Also Maggis. Also wenn man in die sterbliche Welt würde schauen, wo man die Musik von euch hören könnte, dann musste man Maggis gucken. Ich weiß meine eigenen Namen nicht mehr wirklich. Also ich habe so Bruchteile von Erinnerungen, aber es ist so lange her, dass ich auf Erde war. Ich weiß nur so Bruchteilen. Ich bin als Amerikaner nach Deutschland gekommen, um auszuhelfen damals. Und dann irgendwann wurde ich gefangen genommen. Dann habe ich dann auch ein bisschen Deutsch lernen müssen. Und jetzt im Jenseits spreche ich viel Deutsch, weil viele von die Einheimischen hier natürlich, die sind Schweizer, oder? Und die sprechen auch so einen sehr lustigen Dialekt, oder? Und ja, wenn man die Ewigkeit hat zum Lernen, dann lernt man halt, oder? Dann ist es sonst langweilig, oder? Und ja, spielen Sie nur Musik? Also
ich möchte das so vorstellen, wenn Sie wenn Sie wach sind, machen Sie den ganzen Tag Musik oder leben Sie davon oder haben Sie noch einen anderen Beruf oder wie kann man sich das so vorstellen? Ja, Musik ist meine Leidenschaft. Also ich mache viel Musik und ich mache gern mit meinen Freunden Musik, mit meiner Band Musik. Habe immer schon sehr, sehr viel Musik gemacht, aber ich lebe davon nicht. Ich mache nicht nur Musik, sondern ich arbeite auch noch als Professor. Als Professor. Da kommen auch dann die tiefsinnigen Texte. Oder, also dann haben Sie viel, also ich bin mit sehr jung gestorben. Also ich habe nicht so Ahnung, was macht man so als Professor. Ja, man liest viel und denkt nach und bringt natürlich auch seinen Studenten die Sachen bei, für die sie sich dann im Studium eingeschrieben haben. Bei mir ist das sehr viel Pädagogik. Bei mir ist das auch zum Teil E-Learning. Ich weiß gar nicht, ob das hier ein großer Begriff ist, E-Learning. Das sagt mir alles gar nichts. Also ich weiß, dass es sowas wie Computer gibt und ja, erzählen Sie mal so, was gibt es so alles für Elektronik heutzutage und also E-Learning, also was ist das für ein Begriff? E-Learning oder E-Didaktik geht eigentlich darum, dass man Wissen vermittelt und dafür Computer oder andere digitale Geräte nutzt. Und am Ende geht es eigentlich darum, Neugier zu befriedigen, Ja. neue Sachen kennenzulernen. Und da kann man natürlich auch, wenn man an verschiedenen Orten ist, trotzdem zusammen miteinander arbeiten, dass Menschen neues Wissen kriegen. Und diese Computer, was hat das für einen Einfluss auf die Menschen? Benutzen Sie sie viel oder wie kann ich mir das so vorstellen? Das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich auch da keine Antwort drauf habe, die abschließend ist. Ich denke viel über das Thema nach. Computer sind so ein bisschen wie ein Messer. Ich kann damit was Wunderbares kochen und ich kann ein ganz tolles Gericht zaubern. Ich habe aber, wenn ich es falsch benutze, auch die Möglichkeit, jemanden damit zu verletzen oder zu schädigen. Und ich glaube, dieses Bild trifft es ganz gut. Also wir haben die Computer erfunden, wir haben uns damit eine ganz mächtige Möglichkeit erschaffen, ganz viel zu machen. In allen verschiedenen Bereichen, aber... Zum Beispiel? Was kann man alles so machen? Ich glaube, man kann mittlerweile in virtuelle Welten abtauchen, die komplett ähnlich wie eine Geisterwelt wären. Oh, das wäre toll. Gleichzeitig darf man aber nicht vergessen, was die echte Welt ist. Und was so ein bisschen die Gefahr davon ist, dass wir überhaupt nicht mehr in unserer analogen, echten Welt leben. Da sind die Menschen momentan so ein bisschen am Struggeln, also am Kämpfen. Ja, das fände ich durchaus schade. Damals, wo ich noch gelebt habe, wenn man nichts zu tun hatte, hat man wirklich nichts zu tun gehabt. Dann hat man in die Decke gestarrt und einfach für sich gedacht. Über Gott, über die Welt, über Nachbar, über Klatsch und Tratsch vom Dorf. Und ja, ich bekomme so ein bisschen mit von die Menschen, die immer mehr zu uns draufkommen. Und viele sagen, ich habe sogar gehört, das sind Menschen zu uns gekommen, eben wegen dieser sogenannten Social Media, wegen Mobbing, habe ich mal gehört, aber ich verstehe wirklich nicht viel davon. Aber es tönt sehr schlimm, wenn Menschen sich entscheiden, von der realen Welt zu uns zu kommen, wegen Computer. Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen irgendwie. Wir haben natürlich schon momentan die Situation, dass viele Menschen damit nicht gut umgehen. Wie kann ich dich nennen? Ich bin Ghosty. Ghosty, und wenn die Situation so ist, dass Menschen diese Sachen falsch einsetzen, dann legen sie anderen Menschen Worte in den Mund, die nicht gesagt haben und es sieht echt aus. Dann benutzen sie Computer dafür, politisch Menschen zu verführen, zu Taten, die sonst nicht machen würden. Dann hetzen sie Angst, dann hetzen sie sich gegenseitig auf und dann ist sehr viel Hass und Wut und alles im Raum. Und das sind auch Zeiten, in denen wir gerade leben. Beschäftigt mich auch in Titeln. Ja, so viel, es tönt irgendwie furchtbar, als würden die Menschen schon seit ewig eigentlich nur die Fortschritte, die sie machen, auch wieder zu ihrer Missgunst zu verwenden. Es ist irgendwie tragisch. Ja, es ist wirklich, weil wir schon... Haben Sie vielleicht etwas Positives über das Leben auf der Erde zu sagen? Wir haben jetzt Krieg gehabt und Computer und... Was macht Ihnen Freude in den Alltag? Aber mir macht ganz viel Freude und natürlich ist auch ganz viel Positives da. Neben der Musik, die mir sehr viel Freude macht, macht mir Freude, Freunde zu treffen,
mich mit denen auszutauschen. Macht mir Freude, in die Natur rauszugehen und mir die wunderbare Natur anzuschauen, zu wandern. Manchmal meine Ruhe einfach nur zu haben, kann auch schön sein. Absolut, ja, das habe ich auch immer genossen. Also ich war immer ein Naturbursch. Also wenn ich musste nicht gerade im Stall arbeiten oder Ernte helfen oder ja, eben Kutsche helfen, reparieren und so, da bin ich auch immer einfach stundenlang laufen gegangen. War wunderbar. Zu diesen schönen Gedanken über die Natur und Freude am Leben haben Sie vielleicht auch einen Titel zu singen? Oder hatten Sie sonst etwas, was Sie uns noch besingen können? Ja, ich merke gerade, ich habe heute relativ viele Titel mitgebracht, die ein bisschen nachdenklich sind. Wenn wir nochmal beim alten Thema bleiben wollen, dann würde ich mal einen Titel machen, der heißt Turbomensch. Und der beschreibt so ein bisschen auch das, Ghosty, auf was du mich angesprochen hast. Ja, also noch so gern. Also ich lasse mich gerne unterhalten von Ihnen. Sie singen super. Vielen Dank. Tick-Tack, Stunden und Sekunden, unsere Zeit läuft ab. Meeting und Mails, Deadlines wie Geschosse. Kein Atemzug, nur durchlaufende Posse. Tick, 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 tock. Instagram, YouTube, Facebook, alles rollen. Geschichte erwischen, swipen, löschen und scrollen. Tick, 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 tock. Turbomensch, bleib niemals stehen. Wer stehen bleibt, wird vom Fortschritt übersehen. Höher, schneller, weiter, keine Rast. Doch sag mal ehrlich, wie lang schaffst du das? Auf den Couches der Psychiater hängen sie dann ab, beschreiben, was vom Leben übrig bleibt. Schlaf auf Rezept und die Pille für den Hype. Tick, 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 tock. Produktiv sein bis zum nächsten Zusammenbruch. Burnout als Invest, depressiv sein für die Masse. Kaputte Menschen sind die neue Leistungsklasse. Turbomensch, bleib niemals stehen. Wer stehen bleibt, wird vom Fortschritt übersehen. Höher, schneller, weiter, keine Rast. Doch sag mal ehrlich, wie lang schaffst du das? Tick, 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 tick. Still, die Maschinen übernehmen das letzte Spiel. Alles entmenschlicht, die Zeit läuft ab. Turbomensch. Tick, tick, tock. Das hat mir sehr gefallen, das letzte Stück. Nur ein paar Worte habe ich nicht verstanden. Was ist ein Facebook? Ein Facebook ist ein soziales Netzwerk, wo Menschen miteinander kommunizieren und das Ganze alles auf Mobiltelefonen, die du wahrscheinlich Ghosty gar nicht mehr kennst. Ich kenne ein Telefon, das so an der Wand hängt. Also damals hatten wir vielleicht ein oder zwei in einem ganzen Dorf gehabt. Ein Mobiltelefon, also ist das so auf einer Kutsche drauf oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, fast auf einer Kutsche. Nee, die sind ganz klein mittlerweile, sind mittlerweile so groß. Okay. Und jeder hat eins. Und schon die ganz kleinen, jungen Kinder haben teilweise eins. Also ab 12 wahrscheinlich hat jeder eins und die tragen die mit sich rum. Man kann da Filme schauen, man kann mit jemandem kommunizieren, man kann ganz viel machen, dass es mittlerweile fast so ist, dass Tag und Nacht die Leute vor den Dingern hängen und schon Halsprobleme kriegen, weil sie immer nach unten. Ja, vielleicht das erklärt dann auch die ein oder andere, die bei uns gelandet sind, die haben gesagt, wegen solcher Geräte, die Menschen haben sehr furchtbare Sachen über sie erzählt und das hat sich verbreitet, aber ich habe das nicht so ganz verstanden, um was es genau ging. Aber wenn ich das so zusammenzähle, was Sie mir sagen und was die anderen da sagen, das kann ich mir vielleicht so ein Bild machen. Also man hat so ein Gerät und da ist ein Computer drin. Ja. Aber das nennt man Telefon. Genau. Und mit diesem Computertelefon kann man miteinander reden, Videos schauen, Musik hören? Musik hören, Spiele spielen, vielleicht sogar Musik machen.
So wie Schach spielen oder... Zum Beispiel. Ja, also wenn man Schach drauf spielen kann, also ich spiele sehr gern Schach. Also das war einer von die kleinen Luxus, was wir hatten im Dorf. Wir hatten dann in unserem Gemeinschaftszentrum, es hat ein Schachbrett dort gehabt. Und wir konnten es ausleihen gehen. Das war toll. Ich war aber nie sehr gut, ich habe meistens verloren. Aber jetzt hier in die Ewigkeit, ich habe alle Zeit der Welt. Ja. Aber es ist ein schwieriges Spiel. Ich glaube nicht, dass ich werde sehr gut in dem. Aber ich möchte Ihnen auch etwas sagen. Ich singe sehr gerne. Und hier in der Nimmermeer, ich habe auch ein paar, ich nenne sie Wraith Band oder Geister. Und ich singe mit sie. Und wir laden sehr gerne Menschen aus der sterblichen Welt, weil wir haben diese kleine Portal. Ich verstehe nicht so ganz, wie das funktioniert. Aber vor langer Zeit, ich weiß nicht, weil meine Uhr geht nicht mehr. Oh. Meine Uhr ist stehen geblieben, seit sehr lange. Darum, ich weiß nie, ob es Tag oder Nacht ist bei euch. Aber ich habe diesen Ort hier entdeckt. Und normalerweise, man kann nicht so, als Geist, man kann nicht so Sachen anfassen oder man geht durch alles durch. Oder? Aber hier, ich habe gemerkt, es ist wie wunderbar. Man hat so wie ein bisschen die Möglichkeit, ja, so sich hinzusetzen, zu schauen. Und dann haben wir alle diese Instrumente gesehen. Aber der Gastgeber, ja, der sieht uns nicht. So wie Sie. Sie können mich sehen, oder? Aber ich glaube, er hat noch nicht seine Augen richtig geöffnet. Okay. Aber manchmal ist es ganz lustig. Vielleicht erleben wir das noch heute. Denn wenn wir ein bisschen zu viel Lärm machen, dann plötzlich kommt er so die Treppe so bam, 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 und dann reißt die Tür auf. Und dann müssen wir ganz schnell still sein, weil wir wollen ihn ja nicht erschrecken. Weil vielleicht er bekommt einen Herzinfarkt oder so, wenn er plötzlich dann ganz viele Menschen in seinem Raum sehen. Weil ich bin nicht alleine. Vielleicht haben Sie gemerkt, die ganze Zeit hinter Sie sind Menschen, da draußen, da vorne. Und manchmal sie kommen und sie sehen und manchmal sie sagen, nein, ich bleibe lieber unsichtbar. Weil wir Geister, wir haben auch unseren Spaß. Und ich kann mich auch so und dann bin ich wieder da. So als Beispiel. Es macht Spaß, oder? Dann können wir die Leute ein bisschen veräppeln und es gibt so Menschen wie Sie oder andere Menschen, die uns sehen können. Und dann werden sie meistens von den anderen Sterblichen als verrückt oder spinnen oder so. Aber uns gibt es, oder? Wir sind da. Ich sehe es ja. Und darum, ich habe gedacht, ich probiere, weil das mit den Sterblichen hier holen in diesem Raum, das ist neu, weil ich habe geübt. Ich habe immer probiert mit Fingerschnipsen und mit Beschwörung und mit Kerzen anzünden. Es hat nie wirklich geklappt und immer wieder hat es ein bisschen Anlauf gebraucht. Und jetzt geht's. Jetzt sind sie da. Wunderbar. Und ich habe gedacht, wenn sie schon da sind, wollen Sie vielleicht ein Stück mit meiner Band spielen? Unbedingt möchte ich ein Stück mit der Band spielen. Sie können wirklich alles. Also Sie sagen einfach, was Sie spielen sollen und Sie spielen das für Sie. Und wenn ich darf, singe ich auch damit. Oh, da freue ich mich drauf. Okay. Ich habe noch nie mit einem Geist gesungen. Das gibt es immer das erste Mal für alles. Ja, deswegen, es wird spannend. Okay. Dann Wraith Band. There's colors on the street, red, white and blue. People shopping on the feet, people sleeping in their shoes. There's a warning sign on the road ahead. There are a lot of people saying they're better off dead. So don't feel like saving, but I am too sad. Well, I'll try to forget any way I can. Keep on rocking in a free world. 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 See a woman in the
stores and toilet paper. Got styrofoam boxes for the also rare. Got a man from the people says keep up alive. Got fuel to burn, got roads to drive. Keep on rocking in a free world. 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 If I had breath, I would be out of it. Wow, vielen Dank. That was amazing. Hey, I'd love to hear you, though, play another song. Do you have another one for us? Yes, I have another one. Oh, amazing. Hey, listen, everyone. He's going to play us another song. Rock the Attic! Yeah! Was wir alles wissen, ist manchmal ganz schön viel. Was wir alles sollten, manchmal irgendwem's Ventil. Das Leben kann so bunt sein, ey, vergiss das nicht. Schau dich immer wieder um und versteh, was es noch an Schönem gibt für dich. All die Hoch und Tiefs gehören halt irgendwie dazu. Da wo Licht ist, ist auch Schatten. Ich mein, klar, das weißt auch du. Doch bist du beschenkt, ey, vergiss das nicht. Schau dich immer wieder um und versteh, was es noch an Schönem gibt für dich. Ich sag dir ehrlich, solange du das kannst, fang jeden Tag möglichst mit dem Lächeln an. Warum sollst du gehen, wenn du auch tanzen kannst? Jeder neue Morgen fängt mit nem Sonnenaufgang an. All die bösen Worte waren nicht immer so gemeint. Und all der ganze Hass wollte nur keine Schwäche sein. Das Leben kann so bunt sein, ey, vergiss das nicht. Schau dich immer wieder um und versteh, was es noch an Schönem gibt für dich. 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 Ich sag dir ehrlich, solange du das kannst, fang jeden Tag möglichst mit dem Lächeln an. Warum sollst du gehen, wenn du auch tanzen kannst? Jeder neue Morgen fängt mit nem Sonnenaufgang an. Geh deinen Weg, solange du das kannst. Und fang jeden Tag möglichst mit dem Lächeln an. Warum sollst du gehen, wenn du auch tanzen kannst? Jeder neue Morgen fängt für dich und für mich mit dem Sonnenaufgang an.
Wunderbar, wie man das auf Deutsch sagt. Vielen Dank. Tanzen, bis die Sonne aufgeht. Oder in die ewige Nacht. Was hat dich, Megas, dazu inspiriert, diesen Song zu schreiben? Ja, ich habe den Song mal nach einer Phase geschrieben, wo sehr, sehr viel Wildes in meinem Leben passiert ist. Und auch nicht immer nur positive Sachen, aber ich habe mich dann auch erinnert, wir hatten vorhin drüber gesprochen, dass es so viel Positives gibt und ganz am Ende es ja auch ein Geschenk ist, dass man hier ist, dass man das alles erleben darf. Und so, wenn man sich ein bisschen immer wieder auch vor Augen führt, dass man, sobald man aufsteht, das Ganze auch positiv sehen kann und dieses Geschenk annehmen kann, dann geht es manchmal ein bisschen leichter und da ist sehr viele Emotionen drin in diesen Punkten und das hat mich dazu bewegt. Wunderschön. Du trägst dich auch so irgendwie bewusst und sicher und gut angezogen. Vielen Dank. Finde ich toll, absolut toll. Und deine Musik auch sehr toll, Megas. Es hat mich sehr gefreut, dich zuzuhören. Danke, danke. Die lange Nacht von dem Nimmermehr. Darf ich dich noch was fragen? Natürlich. Du hast gesagt, du bist als Farmer auch gewesen, aber du sitzt ja hier auch sehr, sehr elegant mir gegenüber. Und was hat es damit auf sich? Ach, hier in den Nimmermeer, ich bin schon so lange hier und ja, man kann ein bisschen so auf die Erde so schauen, was die Leute so machen und vor viele, viele Jahrzehnten habe ich diese Show gesehen. Ich bin ein bisschen herumgeistert und dann bin ich mal in England gewesen und dann, ich glaube, sie haben das so The Rocky Horror Picture Show genannt und ich bin sofort begeistert gewesen und ja, hier, man kann mit den Fingern schnipsen, wenn man weiß wie. Und dann kann man sich auch so kleiden, wie man will. Eigentlich nur das. Macht mir Spaß. Genau. Peng. Und so. Genau. Und ja, so mit der Zeit habe ich... Ja, ist nicht so speziell. Es gefällt mir. Weiß auch nicht warum. Sehr elegant. Gleichfalls. Wollen wir vielleicht noch einen Song zusammen singen mit meinem Band? Oh, lass uns noch unbedingt einen machen. Wir Was machen schlagst du vor? Sweet Home Chicago. Gefällt mir. Let's go. Come on, oh baby, don't you wanna go? Oh, come on, oh baby, don't you wanna go? Back to the same old place, sweet home Chicago. Come on, baby, don't you wanna go? Hey, baby, don't you wanna go back to the same old place, sweet home Chicago? Well, 1 is 2, 6 and 2 is 8. Come on, baby, don't you wanna make me late? Hi, hey, baby, don't you wanna go back to the same old place, sweet home Chicago? Come on, baby, don't you wanna go? Oh, come on, baby, don't you wanna go back to the same old place, sweet home Chicago? Three's 9, 9 is 18. Look up, brother, baby, and see what I've seen. I, hey, baby, don't you wanna go back to the same old place, sweet home Chicago? Oh, come on, baby, don't you wanna go? Come on, baby, don't you wanna go back to the same old place, sweet home Chicago?
the hell is going on up here? People are trying to sleep, goddammit! Man, that was close. But thank you so much for joining us. Thank you. I think if he's awake, you should be getting up soon too, so I will bid you goodbye. Goodbye. Well, that was fun having Megas here. Let's remove this clutter and continue rocking. After all, for us, the night lasts forever. I held my guitar as war raged all around. The trenches shook with every thunderous sound. I strummed the chords through the endless night. My only flame, my only light. All these strings, they kept me sane. Through the fear, through the pain. Every note a shield, a prayer. A song born from darkest despair. All these strings, they kept me brave. In the mud, the blood and rain. Amidst the roars and violent sounds, the song rises from this cursed ground. Till the morning never came. The sky was fire, the earth was my grave. But music made me strong. It made me brave. I played for my brothers, broken and torn. A lullaby for all of us, souls so forlorn. Then came the blast, the final call. My song was drowned beneath it all. Yet in the silence, echoes stay. My ghost still haunts where shadows play. Oh, these strings, they kept me sane. To the fear, to the pain. Every note a shield, a prayer. A song rising to the smoky air. All these strings, they kept me brave. In the mud, the blood and rain. Amidst the roars and violent sounds, song rising from this cursed ground. Till the morning never came. I held my guitar as war raged all around and strummed the chords till its final sound. Now in this attic, I dream, I sigh. Some wishes linger, but they never die. I wish to the heavens for old mercy's sake, grant me this touch for which I sought.